Hallo Fahrradwohnwagenfreunde und Draußenschläfer. Heute bin ich mit meinem Fahrradwohnwagen mal ein bisschen in Leipzig unterwegs und ich habe eine kleine Tour gemacht zu dem Völkerschlachtdenkmal. Man sieht das hier im Hintergrund schon ein bisschen, das ist so gigantisch groß, dass ich es gar nicht richtig drauf bekomme, außer wenn ich die Kamera so ein bisschen in diese Richtung halte. Und dieses Völkerschlachtdenkmal, das ist so beeindruckend, das ist... nee, wartet mal, wir machen das anders. Ich brauche erstmal ein bisschen dramatische Musik. Genau. Und jetzt noch dramatisches Licht. Okay, perfekt. Jetzt stellt euch vor, 1813, die große Schlacht gegen Napoleon. Hier auf diesem Gelände, wo ich mich gerade befinde. 600.000 Soldaten, am Ende 100.000 Tote. Die große Schlacht hat hier stattgefunden. Danach gab es eine Seuche in Leipzig. Viele Menschen sind dabei gestorben. Ein unglaublich grausames Unterfangen. Ja, so, machen wir mal wieder anderes Licht und machen wir mal wieder andere Musik. Weil meine persönliche Meinung zu Krieg ist einfach scheiße. Brauchen wir nicht. Wir brauchen einfach keine Kriege. Das ist absolut sinnlos und hirnverbrannt. Und da gibt es schon genug von, brauche ich euch gar nicht viel zu erzählen. Aber trotzdem, ich muss sagen, dieses Völkerschlachtdenkmal, was ihr da hinten seht, das ist so gigantisch. Also, wer mal Lust hat, nach Leipzig zu kommen, hier gibt es viele Dinge, die man sich anschauen kann. Viel Natur, viele Seen. Die Innenstadt ist absolut sehenswert. Also kann ich nur empfehlen. Aber ihr müsst euch unbedingt mal dieses Völkerschlachtdenkmal angucken. Das ist so gigantisch. Auch drin ist es einfach so imposant. Da gibt es so viel zu entdecken. Und vor allen Dingen dieses Völkerschlachtdenkmal, das ist fast komplett aus Beton gebaut und hat eine Höhe von ungefähr 91 Metern. Und ich glaube, es wiegt so ungefähr 300.000 Tonnen. Das ist also wirklich unglaubliches Gewicht. Und rings um dieses Völkerschlachtdenkmal, da sind auch Soldaten, also so Steinfiguren, die Soldaten darstellen, angebracht drinnen und draußen. Und die sind bis zu 10 Meter hoch. Also man kriegt einfach wahnsinnig viel Respekt davor. Das ist ein gutes Mahnmal, wie ich finde, ne? Dass man eigentlich nicht so leichtfertig in den Krieg ziehen sollte. Aber scheinbar sind auch solche Denkmäler ja nicht gut dafür geeignet. Aber das wäre jetzt noch ein anderes Thema. Aber auch drinnen, wenn ihr da mal reingeht, da ist auch eine riesengroße Halle da drin. Die Akustik ist auch der Wahnsinn. Und auch innen drin stehen diese riesengroßen Soldaten aus Stein und die gucken richtig ehrfürchtig auf einen herab und das ist, da kriegt man echt Gänsehaut, wenn man da reingeht. Und man kann tatsächlich auch bis ganz nach oben gehen, ja, da hat man eine wunderbare Aussicht über Leipzig und es ist einfach nur toll. Und Konzerte finden manchmal auch drin statt, insbesondere ein ganz besonderer Chor hier aus Leipzig, der tritt auch des häufigeren dort auf. Habe ich auch schon mal live gesehen, kann ich nur empfehlen, wenn Veranstaltungen drin sind, unbedingt mal mitmachen. Das, was ihr da hinter mir seht, das gehört übrigens auch noch mit zum Völkerschlachtdenkmal dazu. Und das finde ich unglaublich beeindruckend. Denn das, was ihr da hinter mir seht, ist nicht etwa ein Schwimmbecken oder ein großer Pool, wo man sich im Sommer ein bisschen abkühlen kann. Nein, dahinter steckt eine ganz wichtige Symbolik. Und zwar, was die da hinten angelegt haben, soll die Tränen der Soldaten symbolisieren und der Menschen, die getrauert haben, die hier alle natürlich auch umgekommen sind und die dann natürlich auch ihre Männer, die Frauen, die ihre Männer auch im Krieg verloren haben. Also das sind die ganzen Tränen, die damals geweint wurden, die befinden sich noch in diesem Becken. Und ich finde das einfach eine schöne Symbolik und finde ich auch sehr beeindruckend, sich das hier einmal anzuschauen. Ich schwenke noch mal kurz rüber. Ein Tränenmeer, was man hier sieht. Genau, jetzt werde ich noch ein bisschen den Tag heute hier genießen. Ihr seht ja, da hinten steht mein kleiner Camper. Ich bin gerade schon von freundlichen Menschen darauf angesprochen worden, ob man da drin auch schlafen kann. Ja, es ist eng, aber es geht. Und ja, mal schauen, was ich jetzt mit diesem schönen Wetter noch so anfange. Könnt ihr mir vorstellen, dass ich gleich noch mal zum kleinen See fahre, dort ein bisschen koche. Und wenn der schön ist, dann ja, werde ich dort das nächste Video für euch machen und ein bisschen was kochen und da bleiben. Und ich werde berichten. So, nun bin ich mal ein bisschen vom Völkerschlachtdenkmal weggeradelt. Bin jetzt so ungefähr 8 Kilometer
weitergefahren, bin jetzt außerhalb der Stadt. Gefällt es mir etwas besser in der Natur, muss ich sagen. Das ist das, was ich immer vermisse. Leider direkt an der Hauptstraße, aber ich bin hier mal reingebogen, weil hier gibt es einen schönen See. Das ist in Kleinpösner, richtig schnuckelig. Den gucke ich mir gerade an. Und ich muss sagen, also wenn ich jetzt hier so unterwegs wäre in einer Stadt, die ich vielleicht nicht kenne, also wenn ich bald meine Europatour mache oder so, könnte ich mir vorstellen, dass das hier ein sehr, sehr schöner Schlafplatz wäre. Ne? Ich gehe mal ein Stückchen hier lang, weil dann würde ich meinen Fahrradwohnwagen hier reinschieben. Habe ich mich gerade schon ein bisschen umgeschaut, ja, und dann würde ich den ungefähr, würde ich mal sagen, so hier platzieren und dann hätte man diesen wunderschönen Ausblick. Also ich denke, wenn ich dann unterwegs wäre, hier könnte ich mir vorstellen, auf jeden Fall eine Nacht zu verbringen. Also ich werde heute hier nicht übernachten, ich fahre auch nachher wieder zurück nach Leipzig rein und ist einfach mal ein Tagesausflug heute mit meinem Fahrradwohnwagen. Aber was ich jetzt erstmal noch mache, ich baue jetzt meinen Stuhl auf, meinen Tisch und werde mir jetzt trotzdem hier in der Natur erstmal was Schönes zu essen machen. Bis gleich. Ja, wie ihr seht, werde ich mir jetzt erstmal eine Kleinigkeit zu essen machen. Habe jetzt für heute nichts Spektakuläres mitgenommen, weil ich ja wusste, dass ich auch nur so, wenn überhaupt, eine Übernachtung mache. Mache ich jetzt aber dann doch nicht. Und auf meiner Europareise werde ich natürlich immer nur mindestens 3 Gänge-Menüs kochen. Nein, da bin ich mal gespannt, was ich mir da kochen werde. Also heute mal nur Linseneintopf und als Nachtisch gibt es super leckeren Kakao-Quarkkuchen. Heute wieder 50% reduziert, aber immer noch super lecker. Also ich finde ja, draußen kann man alles essen. Also zumindest schmeckt alles viel besser. Naja, bei dem Straßenverkehr, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber sehr gut. Ach so, an dieser Stelle, da fällt mir mal ein, Jörg, du hast schon lange keine Kochvideos mehr gemacht. Ich vermisse deine genialen Rezepte. Also... Ach, herrlich. Jetzt habe ich mein Süppchen schön gegessen und mein Stückchen Kuchen schön gegessen und habe noch diese wundervolle Aussicht dabei gehabt. Einfach grandios, kann man nur sagen. Ich bin jetzt mal ein kleines Stückchen von meinem Platz da hinten weggegangen, weil ich denke, jetzt ist so ungefähr so 17 Uhr durch und da ist halt Feierabendverkehr und ich wollte noch ein Abschlusswort an euch richten. Ja? Weil ich habe das hier heute ziemlich gut genießen können hier an dem See, aber trotzdem bin ich so ein kleines bisschen in einer nachdenklichen Stimmung heute, weil, ihr habt ja vorher gesehen, ich war ja heute am Völkerschlachtsdenkmal und das hatte ja nun mal ein bisschen was mit Krieg zu tun und aktuell ist das Kriegsthema ja nun leider auch wieder da und manchmal sitze ich an so Orten wie hier und dann stelle ich mir die Frage, ich denke, wir haben das Jahr 2022 und wir sind in so vielen Bereichen so fortschrittlich, ja, mit allem. Und dann kann ich es manchmal so überhaupt nicht nachvollziehen, wie es passieren kann, dass irgendwie in anderen Ländern irgendwelche Bomben auf andere Menschen abgeworfen werden. Das kriege ich manchmal nicht so in meinen Kopf rein. Und vor vielen Jahren habe ich mich mal mit einem sehr, sehr guten Freund unterhalten. Also mittlerweile ist er ein sehr guter Freund geworden. Schöne Grüße an Steffen nach Leipzig, der beruflich unglaublich viel mit Geld zu tun hat und sich unfassbar gut mit dem Geldsystem auskennt. Der hat mal vor 10 Jahren gesagt, Mensch Matthias, hast du dich schon mal mit dem Geldsystem beschäftigt? Viele dieser Kriege haben mit unserem Geldsystem zu tun. Und da habe ich damals gesagt, nee, habe ich noch nie gemacht, ja, keine Ahnung. Und dann hat mir mein Freund Steffen auch noch gesagt, ja, und das Schöne daran ist, es gibt sogar auch viele Lösungsansätze, die uns aus dem ganzen Schlamassel auch rausbringen können. Und da war ich so voll hellhörig, habe mich viel mit ihm ausgetauscht und das war einfach eine super spannende Sache. Wenn ihr darüber auch ein bisschen mehr erfahren möchtet, über das Geldsystem, dann besucht doch mal meine Seite www.therapeutontour.de und da habe ich so eine kleine Rubrik, da steht oben Geldsystem. Ist wirklich ganz kurz und einfach erklärt mit Ursache und Wirkung und noch ein paar Lösungen dazu. Also wer sich dafür interessiert, könnt ihr gerne mal draufklicken. So, jetzt will ich aber nicht mehr so viel über dieses Thema reden, weil das letztendlich ja nur eigentlich ein Kanal ist für meinen Fahrradwohnwagen. Genau. So, und ich werde mich jetzt von diesem schönen Platz hier verabschieden. Ich fahre jetzt auf jeden Fall heute wieder erstmal nach Hause. Ich werde keine Übernachtung machen, aber es war ein schöner Tagesausflug. Und in meinem nächsten Video, da werdet ihr höchstwahrscheinlich sehen, wie ich in einem Bee Turtle
übernachte. Darauf freue ich mich schon sehr und ich hoffe, ihr euch auch. Bis bald. Tschüssi. Jetzt, ihr Lieben, habe ich meine Tour weitergeführt. Bin jetzt... Ich glaube, ich würde zum Beispiel hier dann mein Fahrrad wo